Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück beim German Vibes Podcast. Hallo zusammen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Hallo Mia, wie geht es dir heute? Mir geht es sehr gut. Ich freue mich wirklich auf unsere neue Folge. Und dir? Mir geht es auch gut. Ich bin ein bisschen müde, aber ich habe gute Laune. Das ist gut. Und ich glaube, unser heutiges Thema wird dir gefallen. Oh, wirklich? Dann sag mir, worüber sprechen wir heute? Heute sprechen wir über Träume und Ziele. Oh, das ist ein sehr schönes Thema. Ja, denn jeder Mensch hat Träume. Manche Menschen haben kleine Ziele für die nächste Woche und andere Menschen haben große Träume für die Zukunft. Genau. Vielleicht möchtet ihr eine neue Sprache lernen, vielleicht möchtet ihr reisen oder einen neuen Beruf lernen. Oder vielleicht ist euer Traum ganz einfach, mehr Selbstvertrauen haben und jeden Tag ein bisschen besser Deutsch sprechen. Und keine Sorge, wie immer sprechen wir langsam und benutzen einfache Wörter. Deshalb ist diese Folge perfekt für alle Deutschlerner auf dem Niveau A1. Und wir haben noch eine kleine Information für euch. Genau, ihr könnt die Untertitel in eurer eigenen Sprache benutzen. Wenn ihr eine andere Sprache möchtet, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht können wir später noch weitere Sprachen hinzufügen. Denn wir möchten, dass möglichst viele Menschen gemeinsam Deutsch lernen können. Und jetzt haben wir eine kleine Frage an euch. Habt ihr einen Traum? Oder habt ihr ein Ziel für dieses Jahr? Schreibt eure Antworten gerne in die Kommentare. Wir lesen eure Kommentare wirklich sehr gern. Mia, hast du eigentlich einen großen Traum? Ja, natürlich. Erzähl mal. Ich möchte eines Tages ein kleines Café haben. Ein Café? Ja, ein ruhiges Café mit Büchern, Musik und sehr gutem Kaffee. Die Menschen können dort lesen, lernen und entspannen. Das klingt wirklich schön. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und vielleicht gibt es dort auch einen kleinen Deutschkurs. Natürlich. Und jeden Tag gibt es kostenlosen Kaffee für die Lehrer. Nur für die guten Lehrer. Und was ist dein größtes Ziel im Moment? Ich möchte jeden Tag etwas Neues lernen. Ich glaube, kleine Schritte sind sehr wichtig. Das stimmt. Viele Menschen denken immer nur an große Ziele. Aber manchmal beginnt ein großer Traum mit einer kleinen Idee. Oder mit einer kleinen Entscheidung. Zum Beispiel, ich lerne heute 10 neue Wörter. Oder ich höre heute einen deutschen Podcast. Oder vielleicht, ich spreche heute zum ersten Mal Deutsch. Genau. Kleine Ziele können später große Ergebnisse bringen. Und du, Lukas? Hast du einen Traum? Ja, ich möchte viele Länder besuchen. Welche Länder möchtest du besuchen? Deutschland, Österreich und die Schweiz natürlich, aber auch Japan, Kanada und vielleicht Norwegen. Warum Norwegen? Ich liebe die Natur, die Berge und die Ruhe. Das klingt wirklich schön. Und ich möchte Menschen aus verschiedenen Ländern kennenlernen. Reisen ist auch eine gute Möglichkeit, Sprachen zu lernen. Genau, man lernt nicht nur Wörter, sondern auch neue Kulturen und neue Menschen kennen. Ich finde, Träume machen das Leben interessanter. Ja, sie geben uns Motivation. Und Ziele helfen uns, Schritt für Schritt weiterzugehen. Deshalb sprechen wir heute über dieses Thema. Denn ihr könnt dabei viele wichtige Sätze lernen. Zum Beispiel, ich möchte. Mein Traum ist. Mein Ziel ist. In der Zukunft möchte ich. Diese Sätze sind einfach, aber sehr nützlich. Und natürlich kommt am Ende der Folge wieder Alex vorbei. Alex erklärt wichtige Wörter aus der Episode, langsam und mit Beispielen. Viele von euch mögen diesen Teil besonders. Also bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Und jetzt beginnen wir mit unserem Thema. Sprechen wir über unsere Träume. Und vielleicht entdeckt ihr heute auch euer eigenes Ziel. Mia, wann hast du eigentlich angefangen, über deinen Traum nachzudenken? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, als ich noch ein Kind war. Wirklich? Du wolltest schon als Kind ein Café haben? Nicht genau ein Café, aber ich wollte immer einen ruhigen Ort haben, wo Menschen zusammenkommen können. Warum? Weil ich es mag, wenn Menschen miteinander sprechen, lachen und ihre Geschichten erzählen. Das klingt sehr schön. Und bei dir? Hattest du als Kind einen Traum?
Oh ja, ich wollte Astronaut werden. Ein Astronaut? Wirklich? Ja, ich wollte ins Weltall fliegen und andere Planeten besuchen. Und jetzt möchtest du Länder besuchen statt Planeten. Genau. Reisen ist vielleicht etwas einfacher als eine Reise zum Mars. Ein kleines bisschen einfacher. Aber ich glaube, viele Kinder haben große Träume. Ja, ein Kind sagt, ich möchte Pilot werden. Ein anderes Kind sagt, ich möchte Sängerin werden. Oder Fußballspieler. Oder Tierarzt. Und manchmal verändern sich unsere Träume. Das ist ganz normal. Manchmal haben wir neue Interessen. Manchmal lernen wir neue Menschen kennen. Und manchmal entdecken wir neue Ziele. Mia, glaubst du, dass jeder Mensch einen Traum hat? Ja, aber nicht immer einen großen Traum. Was meinst du damit? Manche Menschen möchten einfach gesund bleiben. Oder mehr Zeit mit der Familie verbringen. Oder weniger Stress haben. Das sind auch wichtige Ziele. Natürlich, ein Ziel muss nicht immer groß sein. Zum Beispiel möchte ich früher aufstehen. Oh, das ist wirklich ein schwieriges Ziel für dich. Moment, woher weißt du das? Weil du immer zu spät kommst. Das stimmt überhaupt nicht. Letzte Woche hast du gesagt, noch 5 Minuten. 5 Minuten können sehr wichtig sein. Für dich vielleicht. Und hast du ein kleines Ziel im Moment? Ja, ich möchte jeden Tag 20 Minuten lesen. Das ist ein gutes Ziel. Und es ist realistisch. Viele Menschen machen einen Fehler. Welchen Fehler? Sie machen zu viele Ziele. Oh ja, zum Beispiel, ich lerne Deutsch, Englisch, Spanisch, Sport, Kochen und Gitarre. Alles in einer Woche. Und nach 3 Tagen sind sie sehr müde. Deshalb sind kleine Schritte wichtig. Ein neues Wort jeden Tag. Ein deutscher Podcast jeden Tag. Ein kleiner Text auf Deutsch. Oder ein Gespräch mit einem Freund. So kommt man langsam ans Ziel. Ich habe noch eine Frage für dich. Okay? Hast du Angst vor deinen Träumen? Manchmal schon. Warum? Weil große Träume manchmal schwierig sind. Das verstehe ich. Man denkt, vielleicht kann ich das nicht. Oder vielleicht bin ich nicht gut genug. Genau. Aber ich glaube, viele Menschen haben diese Gedanken. Ja, und das ist normal. Man muss nicht perfekt sein. Man muss nur anfangen. Das gefällt mir. Ein kleiner Schritt ist besser als gar kein Schritt. Das sollten wir auf ein T-Shirt schreiben. Oder auf eine Kaffeetasse. Natürlich, bei dir endet alles mit Kaffee. Und bei dir endet alles mit Reisen. Vielleicht sollten wir zusammen ein Café in einem anderen Land eröffnen. Mit Büchern, Kaffee und Deutschkursen. Und einem Schild an der Tür. Was steht auf dem Schild? Hier sind Träume willkommen. Das gefällt mir wirklich. Mir auch. Und ihr, liebe Zuhörer? Habt ihr einen Traum? Oder vielleicht ein kleines Ziel für diese Woche? Schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht motivieren eure Geschichten auch andere Deutschlerner. Und jetzt sprechen wir darüber, wie wir unsere Ziele erreichen können. Mia, glaubst du eigentlich, dass man seine Träume immer erreichen kann? Das ist eine schwierige Frage, Warum? weil manche Träume Zeit brauchen. Manche Ziele sind einfach und andere sind sehr groß. Das stimmt. Viele Menschen möchten etwas sofort erreichen. Ja, sie beginnen etwas Neues und nach einer Woche sagen sie, es ist zu schwer. Zum Beispiel beim Deutschlernen. Genau. Viele Menschen lernen 2 Wochen Deutsch und sagen dann, ich kann noch nicht perfekt sprechen. Aber eine Sprache braucht Zeit. Sehr viel Zeit. Ich glaube, Geduld ist sehr wichtig. Ja, Geduld und Motivation. Und vielleicht auch Kaffee. Natürlich, Kaffee ist immer wichtig. Mia, was machst du, wenn du keine Motivation hast? Dann mache ich eine kleine Pause. Und danach? Danach beginne ich wieder. Ich versuche, kleine Schritte zu machen. Das ist eine gute Idee. Viele Menschen denken, sie müssen jeden Tag perfekt sein. Aber das ist unmöglich. Ja, manchmal hat man einen guten Tag. Und manchmal einen schlechten Tag. Das ist ganz normal. Ich erinnere mich an mein erstes Jahr beim Deutschlernen. War es schwierig? Sehr schwierig. Warum? Ich hatte Angst zu sprechen. Wirklich. Ja, ich dachte immer, vielleicht mache ich Fehler. Das kennen viele Zuhörer. Bestimmt. Und was hast du gemacht? Ich habe einfach weitergesprochen. Auch mit Fehlern? Natürlich. Das ist wichtig. Fehler gehören zum Lernen. Niemand lernt ohne Fehler. Nicht einmal Lehrer. Oder Podcaster. Genau. Manchmal verspreche ich mich auch. Und manchmal spreche ich zu schnell.
Oder wir vergessen ein Wort. Dann helfen wir uns gegenseitig. Das ist auch wichtig. Was denn? Menschen, die uns unterstützen. Ja, Familie, Freunde oder Lehrer können sehr helfen. Oder andere Deutschlerner. Manchmal reicht schon eine Person, die sagt, du kannst das schaffen. Diese Worte können sehr wichtig sein. Ich hatte einmal eine Lehrerin, die immer gesagt hat, langsam ist auch ein Tempo. Das gefällt mir. Mir auch. Viele Menschen vergleichen sich mit anderen. Ja, das passiert oft. Sie sagen, mein Freund spricht besser Deutsch. Oder andere lernen schneller als ich. Aber jeder Mensch lernt anders. Genau, jeder hat sein eigenes Tempo. Manche lernen schnell. Andere brauchen mehr Zeit. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich denke, man sollte sich mit sich selbst vergleichen. Zum Beispiel? Vor einem Monat konnte ich 10 Wörter. Und heute vielleicht 50. Genau. Das ist Fortschritt. Auch kleine Fortschritte sind wichtig. Mia, hast du schon einmal einen Traum aufgegeben? Ja. Wirklich? Ja. Als Kind wollte ich einmal Musikerin werden. Was hast du gespielt? Ich habe Gitarre gelernt. Und warum hast du aufgehört? Ich hatte irgendwann andere Interessen. War das traurig? Ein bisschen. Aber manchmal ändern sich Träume. Das stimmt. Man muss nicht immer denselben Traum haben. Menschen verändern sich. Und ihre Ziele verändern sich auch. Das Wichtigste ist vielleicht, dass man nie aufhört zu träumen. Das ist ein schöner Satz. Danke. Ich glaube, viele Erwachsene vergessen ihre Träume. Weil sie viel Arbeit haben? Ja, Arbeit, Stress und viele Probleme. Aber manchmal braucht man nur ein paar Minuten. Um nachzudenken. Was möchte ich wirklich? Was macht mich glücklich? Was möchte ich lernen? Wo möchte ich in 5 Jahren sein? Das sind wichtige Fragen. Und vielleicht haben einige Zuhörer heute zum ersten Mal über ihre Ziele nachgedacht. Das würde mich freuen. Mich auch. Wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Träume in die Kommentare schreiben. Vielleicht möchtet ihr Deutsch sprechen. Vielleicht möchtet ihr reisen. Vielleicht möchtet ihr studieren. Oder vielleicht möchtet ihr einfach glücklicher sein. Jeder Traum ist wichtig. Und jeder kleine Schritt bringt euch näher an euer Ziel. Jetzt sprechen wir darüber, welche Träume Menschen in ihrem Alltag haben und welche Ziele viele Deutschlerner verfolgen. Und vielleicht entdecken wir dabei noch ein paar neue Träume. Mia, ich habe eine interessante Frage. Oh, das klingt gefährlich. Keine Sorge, die Frage ist einfach. Gut, dann frag. Wenn du morgen 1 Million Euro hättest, was würdest du machen? Oh, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich bin gespannt. Zuerst würde ich mein kleines Café eröffnen. Natürlich. Dann würde ich reisen. Wohin? Nach Italien. Warum Italien? Ich möchte die Städte sehen, das Essen probieren und die Menschen kennenlernen. Das klingt sehr schön. Und du? Was würdest du machen? Ich würde ein großes Ticket kaufen. Ein Ticket? Ja, ein Ticket für eine Weltreise. Das überrascht mich überhaupt nicht. Ich möchte verschiedene Länder besuchen und neue Kulturen kennenlernen. Wie lange möchtest du reisen? Vielleicht ein Jahr. Ein ganzes Jahr? Ja, ich möchte langsam reisen. Das gefällt mir. Viele Menschen haben ähnliche Träume. Ja, manche Menschen möchten reisen. Andere möchten ein Haus kaufen. Manche möchten eine Familie gründen. Und andere möchten eine neue Sprache lernen. Ich finde es interessant, dass viele Menschen Deutsch lernen. Ja, jeder hat einen anderen Grund. Manche möchten in Deutschland arbeiten. Andere möchten studieren. Manche lernen Deutsch für ihre Familie. Und manche lernen Deutsch einfach aus Interesse. Liebe Zuhörer, warum lernt ihr Deutsch? Das würde uns wirklich interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Mia, was war dein Ziel, als du angefangen hast, Deutsch zu lernen? Am Anfang wollte ich nur einfache Gespräche verstehen. Und heute? Heute möchte ich fließend sprechen. Das ist ein schönes Ziel. Und bei dir? Ich wollte deutsche Filme verstehen. Und kannst du das jetzt? Ja, aber manchmal sprechen die Schauspieler sehr schnell. Das passiert mir auch. Besonders in Filmen. Oder wenn viele Menschen gleichzeitig sprechen. Deshalb ist es wichtig, regelmäßig zu hören. Podcasts können dabei sehr helfen. Zum Beispiel dieser Podcast. Genau, eine sehr gute Idee. Ich habe noch eine Frage. Schon wieder? Ja, stell dir vor, du kannst deinen zukünftigen Traum sehen. Oh, das ist interessant. Was siehst du? Ich sehe ein kleines Café. Natürlich.
Viele Menschen sitzen dort. Gibt es Kaffee? Sehr viel Kaffee. Gut, Es gibt Bücher, Musik und Gespräche. das klingt sehr gemütlich. Und du? Was siehst du? Ich sehe einen Rucksack. Natürlich einen Rucksack. Ich stehe an einem Bahnhof. In welchem Land? Das weiß ich nicht. Typisch Lukas. Aber ich bin glücklich. Das ist das Wichtigste. Ja, denn viele Menschen denken nur an Geld oder Erfolg. Aber Glück ist auch ein Ziel. Genau. Vielleicht ist ein Traum nicht immer ein großes Haus oder ein teures Auto. Vielleicht ist ein Traum einfach ein ruhiges Leben. Oder gute Freunde. Oder Gesundheit. Oder Zeit für die Familie. Jeder Mensch hat andere Wünsche. Und das macht Menschen interessant. Ich glaube, wir sollten unsere Träume niemals vergessen. Auch wenn sie manchmal schwierig sind. Auch wenn sie Zeit brauchen. Auch wenn wir Fehler machen. Denn jeder kleine Schritt bringt uns weiter. Und manchmal beginnt ein großer Traum mit einer kleinen Idee. Oder mit einer einzigen Entscheidung. Zum Beispiel, heute lerne ich 10 neue Wörter. Oder heute spreche ich zum ersten Mal Deutsch. Oder heute glaube ich an mich selbst. Das ist vielleicht das wichtigste Ziel. Ja, an sich selbst zu glauben. Und liebe Zuhörer, glaubt auch ihr an eure Träume. Denn vielleicht seid ihr eurem Ziel heute schon näher als gestern. Gleich kommt natürlich Alex vorbei. Er erklärt wichtige Wörter aus unserer Folge. Langsam, einfach und mit vielen Beispielen. Bleibt also bis zum Schluss dabei. Und jetzt sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Die Zeit ist wirklich schnell vergangen. Ja, heute haben wir über Träume und Ziele gesprochen. Über kleine Ziele. Über große Träume. Und darüber, warum es wichtig ist, niemals aufzugeben. Mia, was nimmst du aus dieser Folge mit? Ich glaube, dass kleine Schritte sehr wichtig sind. Das stimmt. Man muss nicht alles sofort schaffen. Man muss einfach anfangen. Und manchmal braucht ein Traum Zeit. Sehr viel Zeit. Aber das ist völlig normal. Liebe Zuhörer, vielleicht habt ihr heute über eure eigenen Ziele nachgedacht. Vielleicht möchtet ihr besser Deutsch sprechen. Vielleicht möchtet ihr eine Prüfung bestehen. Vielleicht möchtet ihr reisen. Oder vielleicht möchtet ihr einfach mehr Selbstvertrauen haben. Welcher Traum es auch ist, jeder Schritt zählt. Und jetzt kommt natürlich unser letzter Teil. Viele von euch warten schon darauf. Alex ist wieder da. Hallo zusammen, ich bin Alex. Heute schauen wir uns einige wichtige Wörter aus dieser Folge an. Wir gehen langsam vor. Ich erkläre das Wort, gebe ein Beispiel und dann könnt ihr es wiederholen. Traum. Ein Traum ist etwas, das man sich für die Zukunft wünscht. Zum Beispiel, mein Traum ist eine Reise nach Deutschland. Oder, mein Traum ist ein eigenes Café. Jetzt ihr. Mein Traum ist. Ziel. Ein Ziel ist etwas, das man erreichen möchte. Zum Beispiel, mein Ziel ist, jeden Tag Deutsch zu lernen. Oder, mein Ziel ist die B1-Prüfung. Jetzt ihr. Mein Ziel ist. Zukunft. Die Zukunft ist die Zeit nach heute. Zum Beispiel, in der Zukunft möchte ich in Deutschland arbeiten. Oder, ich denke oft über meine Zukunft nach. Jetzt ihr. Die Zukunft. Aufgeben. Aufgeben bedeutet, nicht weiterzumachen. Zum Beispiel, Deutsch ist manchmal schwer, aber ich gebe nicht auf. Oder, man soll seine Träume nicht aufgeben. Jetzt ihr. Nicht aufgeben. Schritt. Ein Schritt ist eine kleine Bewegung oder ein kleiner Teil eines Ziels. Zum Beispiel, jeden Tag 10 Wörter lernen ist ein kleiner Schritt. Oder, kleine Schritte bringen uns zum Ziel. Jetzt ihr. Der Schritt. Glauben. Glauben bedeutet, dass man etwas für wahr hält oder Vertrauen hat. Zum Beispiel, ich glaube an meinen Traum. Oder, du musst an dich selbst glauben. Jetzt ihr. An sich selbst glauben. Alex. Und jetzt wiederholen wir die Wörter. Der Traum, das Ziel, die Zukunft, aufgeben, der Schritt, glauben. Versucht diese Wörter heute in einem eigenen Satz zu benutzen. Danke, Alex. Wie immer sehr hilfreich. Und jetzt sind wir wirklich am Ende unserer Folge.
Wenn euch diese Episode gefallen hat, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben. Schreibt uns auch, was ist euer Traum? Und welches Ziel habt ihr im Moment? Vergesst nicht, ihr könnt die Untertitel in eurer Sprache aktivieren. Und wenn ihr eine weitere Sprache möchtet, schreibt sie einfach in die Kommentare. Vielen Dank, dass ihr heute mit uns Deutsch gelernt habt. Passt gut auf euch auf. Und glaubt an eure Träume. Bis zum nächsten Mal beim German Vibes Podcast. Tschüss und bis bald.